Die modernsten, die größten Flugzeuge landen hier täglich. Er ist das wichtigste Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. Größter Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet, der Frankfurter Flughafen. 5000 Koffer pro Stunde, 100.000 Passagiere täglich. Achtung bitte, bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern. Neue Flugzeuge, neue Regeln. Ist die Luftfahrtkrise zu Ende? Wie funktioniert diese Kleinstadt heute? Europapremiere. Das längste Passagierflugzeug der Welt. Zu Gast in Frankfurt. Neue Wache für die Flughafenfeuerwehr. Das ist unser Schmuckstück. Die größte in Europa mit Sporthalle, Trainingscenter und Atemschutz-Übungsstrecke. 30 Retter, 24 Stunden im Einsatz. First Responder mit dem Notarzt zusammen im Gebäude 640. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Der Frankfurter Flughafen hat die größte Werkfeuerwehr Europas. 300 Frauen und Männer, 180 Fahrzeuge und 3 Wachen. Die neueste und modernste steht im Südwesten. Dienstbeginn für Wachabteilung B. Der Zugführer mit den Einsätzen der letzten 24 Stunden. Dann haben wir im Gebäude 201 Auslöseursache verbranntes Essen. Dann hatten wir jetzt eine Tierkörperbeseitigung, toter Vogel und einmal Aufzugsnotbefreiung im Gebäude 151. Matthias Klein ist Hauptbrandmeister, seit 30 Jahren dabei. Er sorgt für den ersten Einsatz. Wir haben heute ein Geburtstagskind hier. Thorsten Stamm hat heute Geburtstag. In diesem Sinne. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Thorsten. Happy Birthday to you. Bei mir. Thorsten Stamm wird 33. Er ist Maschinist. Er fährt mit Matthias Klein Einsätze. Davon haben sie hier reichlich. Alarm für den Gefahrstoffzug. Vermutlich ein Gefahrguteinsatz im Norden drüben. Da ist jetzt nur ein Kollege, besetzt das Fahrzeug. Ich vermute mal, er fährt jetzt rüber in den Norden über den Taxiweg, um möglichst schnell drüben zu sein. 3 Wachen hat die Flughafenfeuerwehr. 65 Frauen und Männer sind täglich im Dienst. Die meisten auf Wache 1. 24 Stunden, 7 Tage, 365. So machen wir das ganze Jahr. Sie wohnen und schlafen am Flughafen. Und das schon seit 1951. Damals steigen die Passagierzahlen rasant. Der Frankfurter Flughafen soll ausgebaut werden mit Terminal und Frachthallen. Eine Feuerwehr für den Brandschutz unverzichtbar. Das ist die alte Feuerwache 1. Die wurde 1951 in Betrieb genommen und ist dann geblieben wirklich bis 2006. War eine coole Zeit. Aber dann musste sie weg, weil da die Verbindung zwischen Terminal 1 und Terminal 2 gebaut wurde. Und dann hat man die Interimswache gebaut und in der sind wir dann auch 15 Jahre geblieben. Die Interimswache war im Südosten. Eine Übergangslösung aus Containern. 15 Jahre war das die Wache 1. Jetzt die neue, nach 2,5 Jahren Bauzeit. Die Retter kontrollieren ihre Einsatzfahrzeuge, Ausrüstung und Alarmsirenen. Standardprogramm jeden Morgen. Das ist der Crash-Alarm, der von der Vorfeldkontrolle von der Ramco ausgelöst wird. Immer dann, wenn ein Flieger in Not ist. Unfall, Feuer, Triebwerksausfall, größere technische Probleme. Menschenrettung gehört auch dazu. Die erste Hilfe des Tages haben Sie geleistet. Die hatten einen First Responder, eine verletzte Person und sind jetzt wieder am Rückweg. Es ging wohl relativ schnell. Man muss dazu sagen, der Rettungsdienst vom Flughafen, die Kolleginnen und Kollegen fahren immer mit dazu. Und weil es hier um die Ecke war, fahren wir als First Responder, als Voraushelfer, weil unsere Jungs sind ja alle ausgebildet als Rettungssanitäter und teilweise auch Notfallsanitäter. Und da fahren wir nach vorne, weil wir einfach ein bisschen schneller sind, weil das hier direkt um die Ecke war. Verkehrsunfall, Brandschutz, Gefahrgutalarm, Hilfeleistung. Die Werkfeuerwehr ist für jeden Notfall gerüstet im größten Stadtteil Frankfurts. Wache 1 zählt zu den größten in Europa. Das Grundstück ist 2,1 Hektar groß.
Das sind, kleinen Moment, Länge mal Breite, eins im Sinn, 3 Fußballfelder. Seit 30 Jahren ist Matthias Klein bei der Flughafenfeuerwehr. Wirklich gerne, muss man wirklich sagen. Ich komme ja morgens immer gerne auf die Arbeit. Ja gut, die Pandemie war eine harte Zeit, aber es geht langsam wieder bergauf. Und das ist das Schöne, das Positive. Vorsicht, der fährt jetzt mal an die Tankstelle. Der Mann aus Groß-Gerau muss das Interview abbrechen. Einsatz. Was los? Wir haben einen First Responder mit dem Notarzt zusammen im Gebäude 640. Und jetzt noch das Alarm schreiben. Das ist euer Alarm? Das Geräusch? Ja, genau. Gebäude 640, lass mal kurz mal gucken. 22 Ausfahrt First Responder, Gebäude 640, Verdacht ACS. Oh, okay, alles klar. ACS bedeutet akutes Coronarsyndrom. Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt zählt jede Sekunde. Steig ihn hinten ein. Ja, wieder gut. Der Notfall ist 4 Kilometer entfernt. Vom Terminal 1 kommen Rettungswagen und Notarzt. Die müssen erst quer über das Flughafengelände fahren. Die Feuerwehr ist in diesem Fall schneller. Das Hilfeleistungs-Tanklöschfahrzeug ist fast so ausgerüstet wie ein Rettungswagen. Die Feuerwehrkräfte sind auch Notfallsanitäter. Ja, können wir im Prinzip den Funk von der Leitstelle aus mithören, dass wir auch über die aktuelle Einsatzinformation bekommen. Und da oben können wir den Fahrzeugführer hören. Matthias Klein leitet den Einsatz. Habt ihr die Durchsage mitbekommen? Verdacht auf ACS, akutes Coronarsyndrom. Ja, haben wir verstanden. Pro Jahr fahren sie ca. 200 First Responder, Ersthelfereinsätze. Alles klar, wir sind da. 5 Minuten nach dem Notruf. Ein Mann wartet schon. Servus. Er hat den Notruf gewählt. Bringen Sie uns hin. Etwas später der Flughafennotarzt. Komm, ich nehme auch was. Natürlich, dafür bin ich doch da. Matthias Klein führt seine Kollegen zum Patienten. Der wird bereits von den Feuerwehrkollegen versorgt. Diagnose erstellen, Blutdruck messen, beruhigen. 5 Rettungswagen hat der Flughafen. Sind sie alle im Einsatz, kommt Unterstützung aus der Innenstadt, sagt Thorsten Stamm. Das dauert natürlich, ne, bis die von der Stadt da sind, oder? Teils, teils. Also wenn sie direkt aus Frankfurt kommen, sind die relativ zügig oder wenn die hier irgendwo in der Umgebung waren auch. Aber die müssen halt jetzt erstmal hier aufs Betriebsgelände drauf. Das dauert halt einen Moment dann immer. Deswegen fahren wir ja dann auch voraus. 10 Minuten nach der Alarmierung. Die Retter kommen von der Berufsfeuerwehr, Wache 41, Stadtteil Niederrad, 10 Kilometer entfernt. Ein Notarzt und 4 Notfallsanitäter versorgen jetzt den Patienten. Er ist stabil, muss aber so schnell wie möglich in eine Klinik. Also selbst gehen wird er auf keinen Fall und deswegen für die Tragehilfe bleiben wir auf jeden Fall vor Ort. Wenn du willst, kannst du eine Rückmeldung geben, dass wir noch vor Ort bleiben und den Rettungsdienst und den SNEF unterstützen, weil das Gebäude hat keinen Aufzug. Erst dann werden sie wieder zur Wache 1 zurückkehren. Von der Einsatzstelle im Süden zum Frankfurt Airport Center im Norden. Der Hauptsitz von Eurowings Discover. Trifft uns nicht, ILS 07 trifft uns nicht. Frankfurt wird immer schöner, Teneriffa hat Nordost. Ein besonderer Tag für Kelly. Die 25-Jährige darf wieder fliegen. Genau, wunderbar. Wunderbar, passt.
Kelly ist Pilotin. Das Fliegen hat sie bei Germanwings gelernt, doch die Airline hat dicht gemacht. 2 Jahre war sie nicht mehr im Cockpit. Ich freue mich wirklich auf den ersten Flug. Ein klein bisschen aufgeregt, aber in eine gute Weise, glaube ich. Das war schon eine Weile her, dass ich meinen letzten Flug hatte. Und ich freue mich einfach, da wieder reinzukommen. Vor allem so eine schöne lange Strecke mit 2 nette Kollegen. Sie fliegen nach Teneriffa. Besonders im Fokus die Nachbarinsel La Palma. Dort schießt seit Wochen ein Vulkan Asche in den Himmel. Da dürfen sie nicht reinfliegen, sagt Kapitän Michael Kritz. Die Gefahr liegt in den Partikeln, die in einer Vulkanaschewolke enthalten sind. Das sind ganz, ganz kleine, glasharte Partikel, die unter Umständen, wenn sie in die Triebwerke eingesaugt werden, dort wieder schmelzen können und sich dann an wichtige Teile des Triebwerks anlegen können, zur Beeinträchtigung der Leistung des Triebwerks, im Extremfall sogar bis zum Triebwerksausfall führen können. Kellys Trainer sind die Kapitäne. Gehen wir frühstücken. Ja. Kelly kommt aus Belgien. Für ihren neuen Job ist sie extra nach Frankfurt gezogen. Das Frühstück hat Kollegin Angela Melzer spendiert. Sie feiern heute eine Premiere. Ja, das war meine Idee. Ich bin ja jetzt hier als Projektleiterin eingesetzt worden für den Aufbau für den Konflugbetrieb. Und ich habe mir einfach gedacht, klar, es ist früh, es ist Sonntagmorgen, 8 Uhr. Aber es ist einfach ein schöner Beginn für den Tag, unsere Crews hier in diesen tollen Tag mit gutem Kaffee und gutem Essen zu begleiten. Und einfach auch für das Projektteam was zu gestalten, wo man sich gemeinsam hinsetzen kann und es feiern kann. Das nehme ich einen ordentlichen Dienstag an. Zum ersten Mal fliegt die Airline Mittelstrecke. Bisher waren nur Langstreckenflüge buchbar. Angela Melzer ist für die neue Europaroute verantwortlich. Ein halbes Jahr hat sie mit ihrem Team auf diesen Tag hingearbeitet. Heute der Erstflug nach Teneriffa. Auch Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote werden sie ab jetzt jede Woche anfliegen. Die größte Herausforderung: Genehmigungen. Für Route, Flieger und Flughafen viele Ordner voll. Wir als Fluggesellschaft unterliegen ja verschiedenen Richtlinien. An behördlichen Genehmigungen ist natürlich das Wichtigste, dass wir mit dem Luftfahrtbundesamt, nämlich für Deutschland die zuständige Aviation-Behörde, all die Genehmigungen einholen, dass wir zum einen mit einem bestimmten Flugzeugtyp operieren dürfen, dorthin operieren dürfen in die Destination, die wir uns jetzt ausgesucht haben. Wir brauchen aber auch viele Genehmigungen von den Ländern, in die wir fliegen. Also mit allen Behörden, das heißt mit den spanischen Behörden, mit den ägyptischen Behörden, mussten wir ins Gespräch kommen und uns die Landerechte und Start- und Landerechte einholen. Hallo, guten Morgen. Heute also der erste Auftritt der Airline auf den Kanaren. Der Flug ist gelistet, der Zeitplan eng. Verspätung wäre ganz schlecht. Wir haben auch in Teneriffa ja dann nur 1 Stunde Zeit, um den Flieger umzudrehen und hier abends wieder anzukommen. Und am Frankfurter Flughafen herrscht ja ein Nachtflugverbot. Wenn wir in das reinfliegen würden, hätten wir echt ein großes Problem. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, in die Runde. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die hier sind und viel Erfolg heute. Vier Flugbegleiter, 3 Piloten. Boarding completed. Ab nach Teneriffa. Gut. Gehen wir zum Flieger. Gehen wir los. Rechts. Seit 8 Monaten ist sie in Betrieb. Die neue Feuerwache im Süden. Rauch in einer Luftfrachthalle. Die Kollegen müssen schon wieder ausrücken. Matthias Klein ist zurück in der Wache 1. Der Patient mit dem Herzinfarkt ist versorgt und in der Klinik. Zeit für einen Rundgang. So, jetzt gehen wir nach oben in die Ebene 1, unseren Frühstücksraum. Die Pausen verbringen sie zusammen. Wer bei der Feuerwehr arbeitet, bekommt Vollpension. Frühstück, Mittag, Abendessen, Kochen, Backen und Frittieren inklusive. Wir sind so stolz auf diese Küche, dass wir endlich mal eine richtig große Küche haben, wo man richtig kochen kann, wo man richtig zubereiten kann. Natürlich kriegen wir das Essen immer noch aus der Kantine, aber ab und zu, wenn wir die Zeit haben, dann kochen wir auch mal abends. Umso wichtiger ist der Raum
gleich neben der Küche. Ja, hier haben wir jetzt unser kleines Schmuckstück in dem großen Schmuckstück drin. Unseren Sportraum, unseren Cardio-Raum, wo wir auch mit unseren Sportlehrern sind. Wir müssen ja immer wieder alle 3 Jahre oder 1 Jahr musst du ja die G26.3 erfüllen. Dann, ich sage mir, das ist der Feuerwehr-TÜV, der Feuerwehrmanns-TÜV. Und hier drüben haben wir jetzt was ganz Tolles, wirklich eine kleine Sporthalle bekommen, wovon wir immer geträumt haben. Früher mussten sie draußen vor der alten Wache trainieren. Jetzt können sie bei jedem Wetter Volleyball und Basketball spielen. Vorsicht, glatt. Dankeschön. Die neue Wache 1 hat 5 Etagen mit 200 Zimmern. Auskennen auf der Feuerwache, es dauert einfach. Man muss sich damit identifizieren. Man muss gucken, dass man klarkommt und dass man die Wege findet. Und was ganz wichtig ist, die schnellsten Wege, wenn es pressiert. Man sollte sich nicht verlaufen, das wird dann schwierig hier. Aber das klappt. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verstehen? 3 Monate. Was früher an 6 Standorten am Frankfurter Flughafen verteilt war, ist jetzt unter einem Dach. Verwaltung, Werkstätten und das Trainingscenter mit der neuen Atemschutz-Übungsstrecke. In engen Gitterboxen kriechen sie auf Knien mit 30 Kilo Ausrüstung. Der Raum ist 60 Grad heiß, mit Nebel, Blitzlicht und schreienden Menschen aus Lautsprechern. Ein Ausbilder überwacht die Übung mit einer Wärmebildkamera. Gesteuert wird die Anlage im Raum nebenan. Eine Übung dauert 20 Minuten, dann sind die Atemluftflaschen leer. Kollegen spielen die Verletzten, sagt Ausbilder Jan Saalbach. Da wird halt beübt, dass die neuen Kollegen auch damit umgehen, die Situation, die sich plötzlich ändert. Deshalb wird es jetzt da gerade ein bisschen hektisch. Man sieht es jetzt hier, ziehen sie den Kollegen gerade dann aus dem Bereich raus, in dem er verunfallt ist. Ist natürlich immer ein bisschen was anderes, ob man eine Puppe hat, die da liegt, die man rausnehmen muss, oder einen Arbeitskollegen. Ja, da muss man natürlich dann auch ein bisschen aufpassen aufs Köpfchen und alles andere, dass dem Kollegen da nichts passiert. Maske auf. Eine Etage höher. Die Unterrichtsräume. Sie haben 7 davon. Wenn man hier mal guckt, hier ist der Chemieraum für den Grundausbildungslehrgang. Hier kann man halt auch dann kleine Versuche durchführen. Das Trainingscenter gehört bundesweit zu den größten und modernsten. Werkfeuerwehren aus Europa lassen sich hier ausbilden. Ja, der Grundausbildungslehrgang ist immer noch am Üben. Das Trainingsgelände bietet fast jedes Unfallszenario. Im Keller, auf einer 8 Meter hohen Brücke oder im Übungsturm, 23 Meter hoch, mit eingebauter Nebelmaschine. Ja, schon eine ganz schöne Höhe, ne? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Ich habe meine Grundausbildung bei der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen gemacht damals, 1995. Das war auch sehr interessant, einfach mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, wie andere arbeiten und denken. Auch sprachlich war es ein Problem, weil die Kollegen von Ludwigshafen, Mannheim reden ja ein bisschen anderen Dialekt wie wir hier im Landkreis Groß-Gerau, aber das war auch sehr lustig. Nach 6 Monaten Grundausbildung ist morgen Prüfung für die jungen FeuerwehranwärterInnen. Wie sieht morgen die Prüfung aus? Aufgeregt? Ja. Ja, das ist gut, das muss sein. Aber schlimmer ist mündlich, davor habe ich mehr Angst. Okay. Aber das ist am Donnerstag dann soweit, endlich. Dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Dann, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, euch allen viel Erfolg. Dankeschön. Basti! Servus! Wie lang warst du? Kollege Bastian Haas, bekannt aus unserer Serie. Was ist das? Folge 7 und 8. Für mich? Du bist für mich eingesprungen, bist länger geblieben. Da hab ich gedacht, irgendwie muss ich das wieder versuchen gut zu machen, wenn du freitags schon... Schatz, ich kann dich jetzt nicht drücken. Warum kannst du? Ja, vielen Dank. Warum? Aber das ist doch, das hättest du nicht machen müssen. Doch. Oh, mein Herz! Bist du Eintracht-Fan? Ja, aber sowas von. Papa hat mich schon mit 9 Jahren das noch mitgenommen. Das war perfekt damals. Und immer noch. Wir leiden zwar, wir sind sehr leidensfähig, aber egal wo wir spielen, wir nehmen alles mit. Warum hast du das ihm geschenkt? Vergangenen Freitag bin ich umgezogen und wollte eigentlich früh hier weg. Und dann bin ich aber für einen Kollegen im Schichtdienst eingesprungen. Der Matthias hat mich dann, nachdem er eigentlich Feierabend hatte, abgelöst.
Und somit konnte ich dann heim meinen Umzug durchziehen und er hat halt bis 7:30 noch hier gesessen, was ich sehr bedauere. Also wollte es irgendwie versuchen, wieder gut zu machen. Volltreffer, Dankeschön. Mir fehlt noch eine schöne Tasse für die neue Feuerwache. Hast du jetzt einen? Jetzt habe ich eine. Nach Eintracht folgt der nächste Einsatz. Gebäude 205 im Bereich Terminal 1 hat einen Feuermelder ausgelöst, aber wir sind jetzt gerade nicht dazu alarmiert. Es wird jetzt drüben von der Wache 2 bedient, aber von der Wache 1 kommt hier die Drehleiter, fährt dazu und dann, ja, wie gesagt, Terminal 1, Feuermelder Anlauf. Von Wache 1 im Süden zu einer Premiere im Norden. Ausbilder Thomas Uhl und Co-Pilotin Kelly sind bereit für den Erstflug nach Teneriffa. Letzter Außencheck vor dem Start. Der Airbus A320 ist Kelly vertraut. Ja, sie ist sehr gut vorbereitet, die Kelly. Ja, ich habe verwundert mal durchlaufen während meiner Ausbildung. Sie hat vor 2 Jahren ihren Job als Pilotin verloren. Die Airline wurde aufgelöst. Jetzt der Neustart beim Frankfurter Unternehmen, das erst seit 100 Tagen am Start ist. Kelly war mit ihren Eltern viel im Ausland. Reisen gehört zu ihrem Leben, auch heute noch. Das hört sich vielleicht so ein bisschen stereotypisch an, aber Fliegen ist so viel Freiheit. Mir hat es immer gefallen, so keine 9 bis 5 Job zu haben, einfach zu reisen. Das war mein Traumjob halt, zu reisen. Und ja, ich kann mich nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes machen würde jetzt. Der Flieger ist neu in der Flotte. Letzter Feinschliff in der Kabine. Die Passagiere kommen gleich. Pilotin Kelly unterstützt heute ihre Kollegen auf diesem Erstflug. Nein, das ist nicht mein Job, aber das ist der erste Flug und wir möchten helfen, wo wir können. Der erste Flugbetrieb auf der Mittelstrecke. Das ist Kapitän Kritz ein Selfie wert. Auch Thomas Uhl ist Kapitän. Seine 2 Brüder sind ebenfalls Piloten. Bitte, Christoph. Wenn ich dazwischen quetschen darf, also unsere Checks in der Kabine, der Emergency Equipment Check und der Aircraft Securities Check sind completed. Danke vielmals. Betankung ist beendet. Wir sind bereit zum Einsteigen. Dann fangen wir an mit dem Boarding. Dann tun wir das. Lass mal, wie es ist. Genau, lass mal, wie es ist. Alles klar. Ich fliege jetzt seit 42 Jahren. Ich kriege auch nach 42 Jahren noch feuchte Augen bei dem Erstflug. Und es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, bei einem neuen Start mit dabei zu sein. Kelly, in case of on-ground emergency or any problems during taxi, you jump out of the cockpit, you slide down and you collect the passengers on the ground and lead them away from the aircraft. And we do the standard task sharing on board. Okay? Michael Kritz wohnt in Wien. Den Planeten hat er einige Male umrundet. Ich habe 1979 angefangen, damals noch auf DC-9, dann auf Airbus 310, habe dann die Einführung der Fokker 70 begleitet bei der Austrian Airlines, war dann 9 Jahre Fluglehrer bei Airbus in Toulouse, habe dort alle zweistrahligen Airbusse kennengelernt und fliegen gelernt, war die letzten Jahre zuerst bei SunExpress in Köln auf dem A330 und die letzten 2 Jahre bei DHL in Leipzig auch auf dem A330. Fliegen ist für den Österreicher Leidenschaft pur, auch privat. Ich fliege nebenbei noch Doppeldecker, also die ganz ursprüngliche Form des Fliegens, so mit Cabrio-Haube und Schal rundherum. Der Flieger ist ausgebucht, fast nur Touristen, 180 Passagiere. Dann brauchen wir eigentlich nur mehr das Load-Sheet. Genau, und ein Ramp-Agent, war super. Sie vermissen den Rampagenten. Ich werde jetzt einmal die Kollegen da draußen einmal fragen. Kommt denn noch ein Ramp-Agent zu uns? Wir haben noch die Papiere. Kommt der Rampagent noch mal rauf? Nein, wir schmeißen ihm das aus dem Fenster. Üblicherweise holt der Rampagent die Dokumente im Cockpit ab. Doch heute hat er alle Hände voll zu tun. Alles im Griff.
So, jetzt. Das war jetzt Luftpost. Das war für den Rampagent ein paar Papiere, die braucht er. Und die habe ich ihm jetzt per Luftpost beim Fenster rausgeschmissen. Dankbeton sozusagen, ja. Ja, genau. Und jetzt geht's los. 3 Piloten und die Frage, wer begrüßt die Passagiere? Fängst du an oder was? Fängst du an. Ich übernehme als Zweiter. Was sagst du? Also pass auf, du machst die Begrüßung. Ich sage dann als Zweiter, dass ich bin der Wettermann, ich versorge Sie mit allen Wetterinformationen und dann gebe ich es weiter an die Kelly und wenn es irgendwas Schönes zu sehen gibt, dann wird die Kelly Sie darauf hinweisen. Okay, jeder hat 30 Sekunden. Ja, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord. Ja, liebe Fluggäste, nochmals einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Dear guests, my name is Kelly Descamps. I'm your first officer. It's my pleasure to inform you about any sights that are beautiful to see. Sie sind pünktlich. Sieht nach einer perfekten Premiere aus. Doch die Mitbewerber bremsen die Euphorie. Sie wollen auch starten. Hinter uns ist blockiert. Wir warten einfach auf die Freigabe jetzt. Das kostet Zeit. 4 Minuten sind sie schon drüber. Endlich, nach 20 Minuten Warten geht's los. Der Schlepper drückt den Airbus auf den Rollweg. 361, Engine 1 Start. Kelly darf den A320 noch nicht steuern. Auf 2 Flügen muss sie als Beobachterin im Cockpit sitzen. Anschließend beginnen ihre Trainingsflüge. Nach einem Monat etwa darf sie dann regulär als Co-Pilotin rechts im Cockpit sitzen. So sind die Regeln der Airline für Piloten, die eine längere Pause hatten. Ready for rolling? Take off. Der erste Start in eine neue Ära der Fluggesellschaft mit 30 Minuten Verspätung. Noch 3200 Kilometer bis Teneriffa. Berechnete Flugzeit 4 Stunden 30 Minuten. Zurück nach Frankfurt. Der Flughafen hat jetzt 3 statt 4 Feuerwachen. Seit 1968 Wache 2 vor den Start- und Landebahnen. Wache 4 wurde 2011 eröffnet. Neben der Landebahn Nordwest und ist jetzt Wache 3. Im Süden steht die neue Wache 1. So, hier gehen wir auf die Terrasse. Der Lieblingsplatz von Matthias Klein. Ihr habt mal auch einen tollen Blick über den Flughafen. Ich bin ja schon auch so als kleines Kind mit meinem Vater immer mit dem Fahrrad hierher gefahren auf den sogenannten Affenfelsen und haben uns dann immer die Fliege angeguckt. Und ich glaube, da habe ich damals ein bisschen zu viel Kerosin abbekommen. Und ja, deswegen hat es mich hierher getragen. Und ich finde es immer noch spannend. Den Teich haben sie selbst gebaut. Wie oft sitzt er hier? Im Sommer oft, im Winter eher selten. Nein, aber es ist schon ab, wenn die Bereitschaftszeit beginnt, ab 16:30 Uhr und du hast deinen Bürojob gemacht. Na klar, musst du einsatzbereit sein, ist ja klar, aber dann kannst du dich hier draußen hinsetzen, kannst du mal einen Kaffee trinken, kannst du mal ein bisschen quatschen. Das macht schon Spaß. Ruheraum mit Teichblick, das gibt's in der ersten Etage. 33 Zimmer. Das ist halt wirklich das Tolle an dieser neuen Feuerwache. 92, 95, Anfang der 2000er war es so, dass wir zu dritt in den Betten gelegen haben. Jo, er meint in einem Zimmer, nicht in einem Bett. Hier müssen wir rein. Und jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir einzeln
Ruheräume haben. Das ist jetzt nicht so schick wie ein Hotelzimmer, aber du hast deine Ruhe, du bist allein, du hast deine Privatsphäre. Der Lautsprecher ist da, die ELA, die elektrische Lautsprecheranlage, das Alarmsystem und das Bett, in dem wir ruhen. Oh, wir haben Alarm. Auf geht's. Hinne gut? Hinne gut? Wieder ein First Responder, ein Ersthelfereinsatz. 3 Kilometer entfernt. Habt ihr hinten alles mitbekommen? Kollabierte Person? Ja. Nach 3 Minuten sind sie schon vor Ort. Ich geh mal raus. Ich klär's ab. Bleibt ihr mal sitzen hinten? RTW ist schon da. Fahrzeugführer Matthias Klein geht zur Patientin. Büro einer Spedition. Eventuell müssen sie beim Tragen helfen. Das Gebäude hat keinen Aufzug. Wir bleiben erstmal hier. Das ist eine junge Dame, die klagt über Kreislaufprobleme. Der Rettungsdienst ist jetzt drin. Aber wir bleiben auf jeden Fall erstmal da, ne? Ja. Feuerwehreinsätze an Flugzeugen sind selten in Frankfurt, knapp 100 pro Jahr. Sicherheitslandung, Probleme mit Fahrwerk oder Triebwerk, Vogelschlag. 20 Minuten später sind Matthias Klein und seine Kollegen wieder zurück in der Wache 1. Heute ist eher ein ruhiger Tag, sagen sie. Noch haben sie 20 Stunden Dienst. Zurück zum Erstflug nach Spanien. Premiere für eine Frankfurter Airline. Noch eine Stunde bis Teneriffa. Co-Pilotin Kelly unterstützt beim Navigieren, Funken, Instrumente checken. Sie soll die Abläufe im Cockpit nachvollziehen. Die Piloten testen sie. Kelly beginnt morgen mit ihren Trainingsflügen. Mit ihren Eltern ist sie viel geflogen. Eine Reise bleibt unvergessen. Das war mit Weihnachten, sind wir nach Hause geflogen. Der Kapitän hat uns fallen lassen und er hat gesagt, schau mal, wir haben auch einen Weihnachtsbaum. Und er hat alle Leuchter ausgemacht und dann wie Overhead-Panel-Beleuchtung angemacht. Das hat ausgesehen wie ein Weihnachtsbaum mit so Kerzen drauf. Und das war das erste Moment, wo ich so wirklich so erstaunt war. So. Die Piloten verlassen die Reiseflughöhe. Gleich ist der Vulkan mit der Aschewolke zu sehen, sagt Pilot Michael Kritz. Wir fliegen im Norden um die Insel Teneriffa herum und auf diesem letzten Stück, da herüben liegt La Palma, auf diesem letzten Stück werden wir ihn dann möglicherweise sehen. Also er ist auch wieder auf der rechten Seite zu sehen. Da ist der Vulkan. Partikel der Aschewolke können 25 Kilometer hochschleudern. Der stört uns heute nicht, weil die Aschewolke in Richtung Norden bzw. Nordwesten geblasen wird und damit weit aus unserer Flugroute ist. Der ist genau 300 Meter. Weg ist er. Wir werden in 20 Minuten in Teneriffa landen. Teneriffa hat 2 Flughäfen. Sie landen im Süden. 100 above. Land. 50, 40, 30, 20. Retard, retard, retard. Fast pünktlich erreichen sie die Insel. Die 30 Minuten Verspätung haben sie aufgeholt. Danke dir. Es war eine super Assistance von dir. Toll, es war wirklich ein toller Flug. Kelly, vielen, vielen Dank. Danke, Kelly. Die Crew muss den Rückflug vorbereiten. Kelly übernimmt wieder die Außenkontrolle der Maschine. 27 Grad mit Meerblick. 1 Stunde. Mehr Zeit haben sie nicht für Putzen, Tanken, Flieger checken.
Dann müssen sie wieder zurück nach Frankfurt. Kelly freut sich auf ihre Trainingsflüge, die morgen beginnen, mit Kapitän Thomas Uhl. Den Atlantik wird sie dann öfter sehen, für ein paar Minuten. Von Teneriffa zurück nach Frankfurt, zur Flughafenfeuerwehr, Wache 1. Matthias Klein und seine Kollegen müssen zur Wache 2. Und deswegen besetzen wir jetzt unser Fahrzeug. Dort sind alle Kräfte ausgerückt. Wache 2 muss immer mit einem Löschfahrzeug besetzt sein. Nur so können sie die gesetzlich vorgegebenen Eingreifzeiten einhalten. Ein kurzer Stopp muss aber noch drin sein. Für einen seltenen Gast. Den lassen sie sich nicht entgehen. Ist auch für uns wieder ein spannender Moment, dass die 80er hier nach Frankfurt kommt, aus London, aus Heathrow. Weil wir uns auch immer wieder damit beschäftigen müssen mit dem Flugzeug. Ne? Wir müssen die Leute schulen und deswegen bieten wir unsere Lehrgänge an, auch sich mit dem A380er auseinanderzusetzen. Und das ist einfach super wichtig für uns. Ihnen gut? In Frankfurt landen die größten Passagierflugzeuge der Welt. Für die Retter eine große Herausforderung im Notfall. Sie müssen vorbereitet sein und trainieren täglich. Mal gucken, wie es weitergeht. Ankunft Wache 2. Auch ein Neubau zwischen Terminal 1 und den Start- und Landebahnen. Ja, jetzt sind wir auf der Feuerwache 2. Im Prinzip stehen wir Standby, weil beide HTLFs im Einsatz sind. Und wir verharren jetzt hier, bis die Kollegen wieder zurück sind vom Einsatz. Die Männer sind im Terminal 1. First Responder. Eine Reanimation. Auch sie müssen ausrücken. Feuermelder Einlauf im Terminal 1. Fahren wir jetzt mal hin und wir haben gerade noch geguckt, wie die Anfahrt ist, ob wir da auch ohne Probleme hinkommen. Ihnen gut? Ihnen gut? Die Frauen und Männer der Flughafenfeuerwehr fahren jedes Jahr mehr als 3000 Einsätze. Wache 2 hat die meisten. Nach wenigen Metern wird der Löschzug ausgebremst. Was jetzt? Ja, das ist halt dann ein bisschen schwierig, wenn da ein Flieger gepusht wird. Ne? Flieger hat halt Vorrang. Ist international Vorschrift. Nach einer Minute können die Retter weiterfahren. Bis zum nächsten Hindernis. Straßensperre, Baustelle. Die war gestern noch nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das ja Baustellenbereich alles, ob wir da durchkommen irgendwie rüber. Sie fahren jetzt vorfeldseitig schon. Müssen wir mal gucken, ob wir da reinkommen in den Bereich. Das ist ja täglich, ne? Baustellen, oder? Genau, das ist unser Problem, das wir immer wieder haben, dass halt auch Bereiche sich täglich ändern und wir dann einfach gucken müssen, wie wir uns dann da Zugang verschaffen. Na, das ist halt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Möglichkeiten wir haben. Sie wollen Zeit sparen. Die Kollegen fahren zum Terminaleingang auf der anderen Seite des Gebäudes. Der Brandmelder ist in einer Fahrstraße unterm Terminal. Vorsicht hier, ne? Eine Kellertreppe führt direkt dorthin. Kein Rauch, kein Feuer. Auf den ersten Blick sieht die Lage gut aus. Nur lange Wege. Ja, manchmal hast du dann doch ordentliche Strecken zu laufen. Deswegen versuchen wir auch das Ganze immer schnell in Schritte zu lösen. Ausgelöst hat ein RAS-Melder, das ist dieses Rauchansaugsystem, wo permanent Luft aus der Räumlichkeit angesaugt wird. Und dort in einem Travoraum. Jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Travoraum das ist. Wir haben auch eine Anzeige. Scheint, das ist alles gut, oder? Die Tür ist kalt. Kein Feuer dahinter. Bisschen vorsichtig, genau. Geh nicht zu dicht dran, weiß nicht, ob das für eine Anlage ist. 10-1. Jawohl, verstanden. Meldeauslösung in einem Trafforaum. Keine Auslösung nach feststellbar. Zu einem Brandmelderalarm fahren sie täglich. 1300 Mal pro Jahr.
Vermutlich hat die Anlage Staub von der Baustelle angesaugt und den Alarm so ausgelöst. Normaler Alltag. Sie fahren zurück zur Wache 2. Zur gleichen Zeit auf dem Vorfeld. Airport Security, Follow Me, Luftaufsicht und die Feuerwehr. Sie sind hier wegen ihr. Das längste Passagierflugzeug der Welt landet zum ersten Mal in Europa. Die 777-9. Vier Testmaschinen sind weltweit unterwegs. Das ist Nummer 1. Im Januar war der Erstflug. 76 Meter lang ist die Boeing. Sie bietet Platz für bis zu 420 Passagiere. Die Tragflächen sind fast 72 Meter lang und einklappbar. Nur so passt der Flieger an die Gebäudepositionen auf allen Großflughäfen der Welt. Stunden später Besichtigungstermin in der A380-Halle. Die Triebwerke, Durchmesser 4,40 Meter. So groß wie der Rumpf einer Boeing 737. Der CO2-Ausstoß soll 40% unter dem eines älteren Jumbos liegen. Der Testflieger ist voll mit Hightech, Computer, Messinstrumenten, Wassertanks. Damit testen sie zum Beispiel Gewichtsverlagerungen während des Fluges. Weltpremiere auch im Cockpit. Touchscreen-Monitore. Hat bisher noch kein Passagierflugzeug. Ab 2023 soll die 777-9 regelmäßig in Frankfurt landen. Lufthansa hat 20 Stück bestellt. Matthias Klein und sein Team sind wieder zurück in der Wache 2. Auch die Kollegen von der Reanimation im Terminal. Mit 2 Notärzten haben sie 45 Minuten um das Leben eines Passagiers gekämpft. Vergeblich. Was habt ihr da mit dem Patienten gemacht? Wo soll der mit Der liegt jetzt aber, jetzt kommt die Landespolizei, also wir haben den Bereich absperren lassen, die machen jetzt Leichenbeschau wegen unklarer Todesursache. Und ja, dann geht der Rest an den Terminalbetrieb und die kümmern sich um die Pietät. Okay, danke. Auch das gehört zu ihrem Alltag in dieser Kleinstadt. Das sind halt auch die nicht schönen Dinge, die wir immer mal wieder erleben mit den Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst. Ne? Aber wir haben da eine echt gute Zusammenarbeit, das funktioniert echt gut. Die Ware liegt ja auch direkt nebenan und hat öfters mal Kontakte. Aber am Ende ist es wichtig, dass man dann wirklich im Einsatz dann zusammen funktioniert. Am Ende hat es leider nicht geholfen, dem jungen Mann. Er war erst 46, kam aus Schweden. Ja, oder? Matthias Klein hat noch einen Lieblingsplatz, das Rollfeld. Hier ist immer was los, sagt er. Was machen zum Beispiel diese Männer hier zwischen Start- und Landebahn? Das sind die Kollegen von der Flächenreinigung, die sind total wichtig, weil die gucken immer, ob sich da nichts befindet, kein FOD, also was Flugzeuge beschädigen könnte oder durch den Wind auf die Taxiwege gezogen wird. Und deswegen wird das regelmäßig kontrolliert und die Jungs laufen den ganzen Tag durchs Rollfeld und gucken, sammeln den Müll auf, der dort liegt, wo ja eigentlich keiner liegen sollte. Und was ist das? Kunst am Himmel? 2 Flugzeuge ziehen Kondensstreifen. Da kommt einer von rechts und der andere kommt hinterher. Also beide sind wieder hintereinander. Du hast schon mal gesehen, die Kreise? Ehrlich gesagt, nein. Ich frage mich auch, warum die parallel die Kreise fliegen. Vielleicht Bundeswehr oder eine ausländische Einheit. Ich kann es nicht sagen. Noch nie gesehen. Wieder mal spannend. Das Rätsel löst die Flugsicherung. 2 Eurofighter der Luftwaffe trainieren Abfangmanöver über Rheinland-Pfalz. Die Frauen und Männer der Flughafenfeuerwehr. Sie sorgen für Sicherheit
Jeden Tag, rund um die Uhr, auf Deutschlands größtem Airport, 23 Quadratkilometer groß. Oder einfach nur 3200 Fußballfelder im Sonnenuntergang.